Es gibt sie noch, solche Traumwintertage im Hochsauerland. Also raus in die Natur, zu Langlauf, Skiabfahrt und Snowboard. Mit Schneekanonen wird dem Skispaß nachgeholfen, unterwegs in der Wintersportarena Sauerland. Die Prognose war eindeutig: Neuschnee und klirrende Kälte. Also nichts wie los, den Winter genießen. Die richtig kalten Tage werden nun mal seltener. Das ist echt eine Wintertraumlandschaft heute. Ist aber auch minus 8 Grad kalt. Wandern oder Skifahren, ich bin neugierig, was die Region für Wintersportler zu bieten hat. Das Sauerland liegt in Nordrhein-Westfalen und zwar im Osten. Zu den wichtigen Skiorten zählen Winterberg, Neuastenberg, Altastenberg und für die Langläufer Girkhausen. Wochenende, alles ist präpariert. Geil! Altastenberg, die Arbeit beginnt in der Nacht. Als Klein-Tirol haben wir uns aufgebaut hier. Bernd ist Chef im Skigebiet. Neuastenberg, hier ist Armin zuständig für den Funpark. Ich bin sogar der Headshaper und hab hier das Sagen im Funpark. Auch Loipen müssen gespurt werden. Das hier ist das Mekka des Langlaufes. Girkhausen, ich treffe Kai, den Loipenflüsterer. Moderne Lifte, Schneekanonen, jede Menge Pisten und der Hotspot Winterberg, da geht's später noch hin. Erstmal nach Neuastenberg auf die Postwiese. Snowboard-Alarm. In der Szene ist das Gebiet für den Funpark bekannt. Und er gibt dem Park den richtigen Schliff. Headshaper Armin. Sonntag 8 Uhr, in einer Stunde geht's hier rund. Das ist das Zweite. Ich muss jetzt noch komplett runtergehen. Trotz Routine viele Stunden Arbeit. Man muss immer gucken, wie sind die Höhen, wo fange ich an abzustechen, dass es dann hinterher auch passt. Weil wenn ich Schnee abnehme, Schnee ist schneller abgenommen als drauf gemacht. Armin ist die Seele des Funparks. Ohne ihn läuft nichts. Dadurch, dass ich schon 15 Jahre hier bin und immer dabei bin und der Pistenraupenfahrer bin, Parkplaner, das hat sich natürlich dann alles so ergeben. Ja. Klein angefangen, bis nach oben gearbeitet. Er ist aufgewachsen in der Region. Angefangen hat alles mit ein paar Freunden. Ja, wir haben die Herausforderung gesucht. Irgendwann war uns das Pistefahren mal ein bisschen langweilig geworden. Und dann haben wir halt angefangen, diese Obstacles zu bauen. Ja, und dann ist das jedes Jahr ein bisschen größer geworden. Also die Einheimischen, ja? Die Einheimischen, genau. Ja. Früher war ja noch nicht so viel Tourismus wie heute. Ja. Aber jetzt kann die Postwiese nicht mehr auf den Funpark verzichten. Die Crew vom Funpark. Sie haben einen alten Container ausgebaut. Als Materiallager und zum Aufwärmen. Armin und seine Freunde. Erst seit ein paar Jahren dabei ist Sam. Ich bin heute eigentlich zum Privatfahren hier. Wir sind ein bisschen das Park am Bereitmachen, aber heute war Armin so früh schon hier. Der ist um 5 Uhr aufgestanden, dass er eigentlich alles schon ready hatte. Schön für die anderen, die können es umso ruhiger angehen lassen. Wir haben hier so eine richtig coole Crew. Also Winterberg ist ja nicht so groß, aber wir fahren ja alle Snowboard und kennen einander alle auch eigentlich durch das Snowboardfahren. Die kommen eigentlich aus aller Ecke so, viele aus Dortmund und Düsseldorf und kommen dann fast jedes Wochenende hierhin. Und du bist Einheimische? Ja, jetzt ja. Also Was heißt jetzt? ich komme aus Holland und bin halt vor 5 Jahren bin ich hier hingezogen. Zum Arbeiten hier und den Schnee zu genießen. Also unter der Woche bin ich dann immer als Snowboardlehrerin unterwegs und manchmal auch in den Snowboardladen. Also erstmal zu Ende frühstücken und dann los. Dumm nur, wenn gerade jetzt Touristen den Funpark blockieren. Ihr weg! Kann ja wohl nicht wahr sein, sowas. Hallo! Na also, geht doch, Piste frei. Die Bedingungen sind so gut.
Die Snowboarder und Skifahrer kommen vor allem aus den Städten an Rhein und Ruhr, sogar aus Norddeutschland und natürlich aus den Niederlanden. An solchen Tagen kann es richtig voll werden. Sams Snowboard-Clique ist jetzt auch einigermaßen komplett. Wer mag, bucht einen Snowboardkurs in der Gruppe oder einen Privatkurs bei Sams Kollegin Franzi. Die Snowboardlehrerin ist heute mit Jonas unterwegs. Nach längerer Pause ist er wieder aufs Brett gestiegen, also erstmal ein paar Schwünge zum Eingewöhnen im flachen Gelände. Wo kommst du her, Jonas? Hannover reise ich an. Ach, aus Hannover nach Winterberg. Um 5 Uhr losgefahren, ja. Weil im Harz ist ein bisschen schwierig für Anfänger, finde ich. Hier hat man ein bisschen anfängerfreundlicheres Terrain. Vom Flachen geht's jetzt langsam ins steilere Gelände. Die Piste leer, da ist das Üben gleich viel leichter. Und was meinst du? Der macht's schon richtig gut. Auf jeden Fall. Macht Spaß. Es wird. Also dafür, dass es jetzt wieder der erste Tag ist nach einem Jahr, geht eigentlich nahtlos weiter. So. Die Kurse, der Funpark bei Snowboardern hat Neuastenberg einen richtig guten Ruf. Auch bei Familien ist das Gebiet beliebt, vor allem bei den Rodelfans. Perfekte Schneeverhältnisse, Sonne, alle wollen raus. Also erstmal Schlange stehen, und zwar vor dem Rodellift. Dauert eine Weile, dafür geht's bequem mit Schlitten wieder aufwärts. Und später zum Après-Ski. Ist ja alles da, ob Hütte oder Partyzelt. Ortswechsel, ein paar Kilometer weiter, Winteridylle pur. Ruhe und die Natur kann man schließlich auch so genießen, es gibt jede Menge Winterwanderwege. Am späten Nachmittag fahre ich zum Kahlen Asten. Die Straße ist verschneit und ziemlich glatt. Ganz schön aufregende Fahrt. Hinter den Hügeln taucht der Aussichtsturm vom Kahlen Asten auf. 842 Meter, zweithöchster Berg in Nordrhein-Westfalen. Nur der Langenberg ist 1 Meter höher. Tagsüber sind hier Touristenmassen unterwegs. Jetzt hat man den Ort fast für sich allein. Nächster Morgen, nächster Ort, Alt-Astenberg. Das kleine, aber feine Familienskigebiet. 10 Kilometer Piste, ein Liftkarussell, die Alt-Astenberger Runde. Die ganze Nacht lang sind die Pistenraupen unterwegs. Die Skiabfahrten werden für den nächsten Tag präpariert. Bernd Schauerte ist der Chef in diesem Skigebiet. Schnee verteilen, Piste glatt ziehen. Morgens um 9 muss alles fertig sein. Über Nacht kam jede Menge Neuschnee und nicht nur aus den Wolken. Hier Schneeberge, wo kommen die her? Die Schneeberge haben wir heute Nacht produziert. Es war ziemlich kalt. Wir hatten um die minus 8, 9 Grad. Da fangen die Schneekanonen natürlich an und fahren dann die Düsen auf. 60 Schneekanonen sind im Einsatz. Dann haben wir hier solche Baustellen. Und anstrengend für die Raupenfahrer. Für Bernds Kollegen ist die Schicht vorbei. Die anderen sind dann schon heute Nacht hier gewesen. Das war dann Andreas und Guido. Die
machen dann aber jetzt zwischen 8 und 9 irgendwie Feierabend, kurz vor Liftbeginn. Ab ins Bett. Es geht zum Westfalenhang, ein Steilhang. Der macht besonders viel Arbeit. Bernd ist gar nicht mal sicher, ob er es heute pünktlich schafft. Erfahrung hat er jedenfalls gesammelt als Sauerländer in den Alpen. Ja, ich bin gerne hier. Ich war schon 3 Saisons in Österreich, habe da auch Pistenraupe gefahren, habe auch Liftdienst gemacht, saß da eine Saison, ein halbes Jahr ist das immer gewesen, eine Saison Sessellift und habe 2 Saisons auch in der Nachtschicht Raupe gefahren. Es ist viel zu tun. So viel Neuschnee gibt es nicht so oft. Haben wir hier auch mal die Schneekanone aus. Ganz einfach per Handy. Kollege Özkan ist bei den letzten Arbeiten. Ich habe gerade auf die Uhr geguckt. Wir sind gut in der Zeit. Wir haben keine Verzögerung. Der Lift kann bestimmt um 9 Uhr aufmachen. Und dann das. Der Lift hat keinen Strom. Irgendwas stimmt mit der Elektrik nicht. Bernd, der Mann für alle Fälle, Fehlersuche. Jetzt wird's hektisch, schnell mit der Raupe ins Tal. Ja, er kommt jetzt runter und dann guckt er noch mal, weil hier oben ist alles in Ordnung. Alles klar, ja. Was ist los mit dem Lift? Läuft. Jetzt läuft er. Jetzt läuft er. Einwandfrei. So muss das. Dann kann's ja losgehen. So, mal schauen, wie die Piste präpariert ist. Was für ein Privileg. Als Erster auf dem Westfalenhang. Keine Buckel, griffiger Schnee, traumhaft. Kleiner Haken, nach 600 Meter Abfahrt geht's schon wieder rauf mit dem Lift. Sehr gut präpariert. Fast alles. Das wollten wir hören. Weiter zum neuen Sessellift und zur Familienabfahrt. Auch einer der ersten auf der Piste ist Paul. Für ihn ist Alt-Astenberg ein Geheimtipp. Im Lift verrät er mir warum. Hier ist es ruhiger, weniger Leute. Und ja, die Pisten sind mega gemacht. Das Gelände ist abwechslungsreich, mal flach, mal steiler, für jeden etwas. Mitten im Skigebiet treffe ich Nico, der einzige ohne Skier hier. Bist du der Chef von der Hasenhütte? Ja. Und du bist ein Einheimischer aus Winterberg, ja? Nee, ich bin Holländer. Wie bist du denn hier in die Hasenhütte gekommen als Holländer? Geflüchtet Von wo? von Amsterdam. Zentral zwischen den Liften liegt das kleine Restaurant, ein Platz zum Aufwärmen und für die Mittagspause. Was haben Sie denn für Suppe da heute? Wer war tot schon? Du kommst klar, läuft der Lift oder hast du noch gar nicht? Ah, so, ja, Für Pistenchef Bernd geht die Arbeit weiter. Özkan, machst du die Reißleine fertig da hinten? In der Hochsaison ist er gefragt an allen Ecken. Im Sommer sieht das ganz anders aus. Wir haben einen kleinen Bauernhof zu Hause, wo ich seit Kindheit von an aufgewachsen bin. Den hat mein Opa geführt, mein Papa führt den jetzt. Und ja, wie das so ist, man hilft mit. Meine Schwester hat sich zu Weihnachten einen Esel gewünscht. Und ja, dann gab es halt auch einen Esel, wie so einen kleinen Streichelzoo. Eine Ziege haben wir auch. Und dann kriegen wir jedes Jahr so 10 bis 12 kleine Kälber. Im Sommer Kühe melken, im Winter Schnee verteilen. Ein Abstecher zur Schwedenhütte. Der Wirt hat sich gemeldet, also kurz mal reingeschaut. Und schon wieder weiter. Am Brüchetal-Lift ist ein Mitarbeiter ausgefallen. Zum Glück springt sein Vater als Lifthelfer ein. Bernd muss ständig organisieren. Das ist jetzt hier Familientreffen, ja? Familientreffen. Ja, hier, wenn der noch dabei ist. Mutter Beate, Vater Franz Ludwig und Bernd, Sauerländer Urgestein. Ich habe zufälligerweise heute einen Liftdienst hier. Ja. Und Sitze Sie? hier am Brücketaler. Ja. Und Sie? Ich bin heute mit meiner Freundin Skifahren. Aber Sie haben ja noch einen Bauernhof oder eine Pension, ne? Beides, ja, stimmt. Ja. Die Pension mache ich und der Bauernhof führt er. Das machen wir so ein bisschen im Nebenerwerb.
Also nach Liftschluss sozusagen. Ja, ja, genau. Und auch so im Sommer alles so im Nebenerwerb. Hauptberuflich gehe ich noch am Bau. Ja. Und ja, so muss man sich über Wasser halten. Ne? Die Skischule gleich am Dorfrand. Sehr praktisch, da können die Eltern zugucken, wie der Nachwuchs die ersten Schwünge lernt. Abseits vom Rummel können auch Späteinsteiger die ersten Versuche wagen. Alt-Astenberg ist ein beschaulicher Ortsteil von Winterberg. Ein paar Hotels, Restaurants, Geschäfte und viel Ruhe. Nur etwa 500 Einwohner leben hier. Weiter geht's ein paar Kilometer vorbei am Sahnehang. Und dann direkt ins Zentrum des Wintersports. Hier heißt's Schnee aus allen Rohren, Winterberg. Für Fußgänger gibt es die Erlebnisbrücke. Die schaue ich mir gleich mal genauer an. Die Aussicht ist spektakulär. Für Skifahrer ist alles da. Rund 20 Sessel und Schlepplifte, jede Menge Pisten und sogar ein kleiner Zauberwald. Berühmt ist die Bob- und Rodelbahn mit 125 Sachen durch den Eiskanal. Das gibt's auch für Gäste im Taxibob. Die Eismacher reparieren gerade die Bahn. Winterberg, fast 2 Millionen Tagesgäste pro Jahr. Tourismus pur. Und eine Skirunde, die es in sich hat. 30 Kilometer Piste von Berg zu Berg. Und man muss keine Abfahrt zweimal fahren. Ein Liftkarussell macht's möglich und jede Menge Schneekanonen. Verhungern muss niemand. Es gibt Pistenrestaurants und Skihütten. Und nach der Stärkung das. Schwarzer Steilhang oder doch lieber die blaue Piste außenrum. Hier kann jeder seinen Spaß haben. Die Skipisten sind in der Regel zwischen Dezember und März geöffnet. Winterberg, Neuastenberg, Alt-Astenberg. Das Liftticket gilt in der gesamten Region. Skibusse verbinden die Orte und bringen einen abends zurück. Es gibt nicht nur Skiabfahrt. In Girkhausen sind traditionell besonders viele Skilangläufer unterwegs. Es gibt ein weit verzweigtes Loipennetz, insgesamt 30 Kilometer lang, das DSV Nordic Aktivzentrum. Früh am Morgen, ich bin mit einem echten Loipenprofi unterwegs, Kai. Das hier ist das Mekka des Langlaufes. Ah ja. Normalerweise, wer mit Langlauf zu tun hat, der kennt das. Der weiß, wo Girkhausen ist. Wie viel Uhr haben wir jetzt? Kurz nach 9. Ich denke mal, die ersten 100 Mann sind schon unterwegs. Auch Girkhausen gehört zur Wintersportarena. Auf diesem Hochplateau und in den Wäldern drumherum können Langläufer ihre Runden drehen. 6 Stunden lang ist Kai zum Loipenspuren unterwegs. Temperatur, Schneehöhe, es muss alles passen. Wenn die noch einen Moment jetzt die Temperatur kriegt, dann ist die gleich schön festgefroren. Dann hält die auch über den Tag alles, was da durchkommt. Und das wird gleich schon stark genutzt hier. Ja, Fritz, gib alles. Mach's gut. Die Skater unter den Langläufern brauchen keine klassische Loipe, eine glatte Fläche zum Gleiten reicht. Aus Dortmund kommt Christoph, auch er ein Skater und schon in aller Frühe unterwegs. Moin. Ja, rate mal. Der kann es besser sein.
Nee. Unglaublich. Ja. Perfekte Bedingungen. Wetter hat noch ein bisschen Potenzial, aber es ist auch mystisch und wunderschön. Aus Dortmund heute Morgen angereist. Ja, guck da. 6 Uhr aufgestanden, weil sonst hast du später den ganzen Verkehr. Ja, das stimmt. Warum gerade hier? Ja, ist die perfekte Abwechslung. Du hast Berge, aber du hast auch flache Stücke. Die Natur ist schön und ist immer wunderbar präpariert. Ja, Komm, jetzt fahre ich mal vor euch her. Wenn, dann will ich auch ein bisschen Action haben, okay? Ja. Gut im Training ist er ja, also weiter durch den mystischen Winterwald. Bis zu 8 Wochen lang werden die Loipen gespurt, je nach Schneelage. Loipengebühr 5 € pro Tag für die Region auf freiwilliger Basis. Die Arbeit wird vom örtlichen Langlaufverein geleistet, gratis. Ja, also im Verein haben wir so über 500 Mitglieder. Das wird alles im Ehrenamt hier betrieben. Also keiner, egal was er macht, ob er in der Hütte mithilft oder Loipe fährt oder repariert und die Gebäude erhält, die wir haben, das machen wir alles ehrenamtlich. Der Vereinsnachwuchs ist auch längst auf den Beinen. Langlaufkurs. Die Hütte vom Skiclub Girkhausen. Es gibt Suppe, Würstchen und Getränke und sogar einen Skiverleih. Hier kann man sich orientieren. Die Loipen sind zwischen 1 und 8 Kilometer lang. Kai arbeitet gerne für den Verein und für die Langläufer. Und vor allem, er ist immer draußen in der Natur. Das kann ich gut verstehen. Das habe ich echt nicht erwartet hier oben. So viel Schnee, so eine schöne Landschaft und dann dieses Wetter noch dazu. Das ist ein richtiger Traumtag. Wie lange kommst du schon hier rauf? Ich? 40 Jahre. Siehst es. 40 Jahre, stabile Loipe. 40 Jahre? 40 Jahre. Fritz ist dabei, wie immer. Also ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, in einer großen Stadt zu wohnen. Was mache ich denn dann samstags morgens? Also hier kann ich raus, ich kann, ob Sommer oder Winter, mich in der Natur bewegen. Und das ist eigentlich das, was ein ganz großes Gut ist, was wir hier haben, hier zu wohnen. Ja, schön ist es einfach, wie wir sehen. Zurück zu den Snowboardern nach Neuastenberg. Die haben ja auch ihre Hütte und halten den Funpark mit viel freiwilliger Arbeit in Schuss. Gewusel, gleich geht's wieder raus, letzte Vorbereitungen. Damit die Haare unterm Handy so nerven. Wo ist denn bloß das Board geblieben? Ach ja. Das Geile ist halt, weil es nicht so ein großes Gebiet ist, dass es halt viel familiärer ist. Also jeder kennt jeder und alle sind auch viel mehr bereit zu helfen. So, Haare fertig, schnell noch Outfit-Kontrolle im Handy-Display und los. Geil! Wintersport im Sauerland. Alles da, fast wie in den Alpen, nur kleiner. Wer kann, sollte unter der Woche kommen. An Wochenenden kann es rappelvoll werden. Dank Schneekanonen sind weiße Pisten garantiert.